Der Ton macht die Musik. Ihr möchtet die Tonqualität eurer Videos verbessern? Sucht nach einem Plug-and-Play-Mikrofon für Smartphone oder Kamera und wollt für den Anfang nicht mehr wie 50 € investieren? Dann seid ihr genau richtig. Heute stelle ich dir das Videomikro von Rode vor mit anschließendem Soundcheck. Hier ist es nun, das Videomikro von Rode. Rode ist ein australisches Unternehmen, welches speziell für seine hochwertigen Mikrofone bekannt ist. Bei dem Videomikro handelt es sich um ein sehr kompaktes Mikrofon für die einfache Montage auf einer Kamera oder einem Smartphone. Geliefert wird dieses Produkt mit einer Rycote-Aufhängung, die für eine sehr gute Schockabsorption sorgt, damit man keine unnötigen Störimpulse über die Kamera oder Smartphone an das Mikrofon überträgt. Außerdem bekommt man praktischerweise noch einen Pogo-Puschel dazu, also einen Windschutz für akkurate Außenaufnahmen. Das Videomikro ist kein omnidirektionales Mikrofon, sondern ein Richtmikrofon oder im Englischen auch als Shotgun-Mic bekannt. Wie der Name schon sagt, muss das Mikrofon auf die Tonquelle gerichtet sein. Alles, was sich rechts, links oder hinter dem Mikrofon befindet, wird nur sehr schwach bis gar nicht aufgenommen. Dadurch erreicht man eine sehr klare Aufnahme von seiner Tonquelle. Das Videomikro montiert man von oben mit der Rycote-Aufhängung. Dafür setzt man die Nut bei dem Mikrofon oben an der Rycote-Aufhängung an und drückt sie dann vorsichtig nach unten, bis sie dann reinklippt. Das Material ist flexibel und robust. Ich war da allerdings anfangs auch sehr vorsichtig. Kleiner Disclaimer am Rande, das ist kein gesponsertes Video. Die hier vorgestellten Produkte habe ich von meinem eigenen Geld gekauft. Ich möchte lediglich meine persönliche Meinung über diese Produkte mit euch teilen. Möchte man das Videomikro direkt mit seiner Kamera oder mit einem Camcorder nutzen, reicht das mitgelieferte TRS zu TRS Klinkenkabel. Für die Verwendung an einem Android oder Apple Smartphone braucht man noch ein separat erhältliches TRS zu TRRS Kabel. Dieses ist zwingend notwendig, da ansonsten keine Audioaufnahmen mit dem Videomikro möglich sind. Eine TRS-Klinke erkennt man ganz einfach an den 2 Ringen und eine TRRS-Klinke an den 3 Ringen. Zusätzlich benötigen Smartphones aus dem Hause Apple, die einen Lightning-Anschluss besitzen, wie in meinem Beispiel das iPhone 11 Pro Max, noch einen Lightning-to-Headphone-Jack-Adapter, bevor man das TRS zu TRRS-Kabel mit dem iPhone verbinden kann. Das wohl größte Kaufargument für mich persönlich ist die kompakte Größe und die Tatsache, dass das Videomikro keine Batterien benötigt. Nichts ist ärgerlicher, wenn man das Video dreht und im Nachhinein feststellen muss, dass der Ton fehlt, da mitten in der Aufnahme die Batterien des Mikrofons aufgegeben haben. Das kann euch mit diesem Mikrofon nicht passieren, da es den Strom von der Kamera oder dem Smartphone bezieht. Durch das Nachrüsten dieses Richtmikrofons von Rode kann man die Audioqualität seiner Videos um einiges aufwerten. Und bei dem aktuellen Preis von 45 € ist es meiner Ansicht nach das perfekte Einsteigermikrofon aus dem Rode-Universum. Links zu den Produkten findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Wenn ihr über diese Links bei Amazon einkaufen geht, bekommt ihr die Produkte zum gewohnten Preis und supportet mich gleichzeitig, da ich eine kleine Provision von Amazon erhalte, die dann wiederum in neue Technikprodukte fließt, um euch wie gewohnt mit frischem Techniksalat auf meinem Kanal zu versorgen. Yay! Und hier ist wie versprochen der Soundcheck. Das ist ein Soundcheck mit der Canon EOS M50 und dem internen Mikrofon aus ca. 1 Meter Entfernung. Das ist ein Soundcheck mit der Canon EOS M50 und dem Videomikro von Rode aus ca. 1 Meter Entfernung. Das ist ein Soundcheck mit dem iPhone 11 Pro Max und dem internen Mikrofon aus ca. 1 Meter Entfernung.
Das ist ein Soundcheck mit dem iPhone 11 Pro Max und dem Videomicro von Rode aus ca. 1 Meter Entfernung. Wenn ich dir heute weiterhelfen konnte oder dir das Video gefallen hat, zeige es mir gerne mit einem Like. Falls ihr mich unterstützen möchtet, hinterlasst auch gerne einen Kommentar oder abonniert besser noch meinen Kanal, um keine weiteren Videos dieser Art zu verpassen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinschauen. Smile, breathe and go slowly. See you next week. Ciao.